I cannot believe you fell asleep so fast. How dare you? I know you were beat down after the day with me, and Blade Runner is a pretty dreamy movie to watch at night. Do you think Deckard is a replicant? Sorry, I can see you're not wide awake like me. No, I'm sorry I crashed so hard. Were you okay? I do have a mother and father when you're not falling asleep on me. You are a bitch in the morning. It's the company I keep. Yesterday was such a blast. It was great seeing you. I know things were different when we were just dorky kids, but being with you made me feel like when we were little pirates, jumping and running through the forests again. It meant a lot to me just to chill out with you and bullshit. Fuck. I'm getting my regular head pains. Can you, pretty please, go upstairs and get my Morphin-Injektor in the bathroom? Morphin-Injektor? It's total Star Trek shit. You can't even see the needle. Seriously, I need it. My parents keep the swag upstairs because they think I can't get to it. But you can, Max. Like a pirate, right? I'm on it, Chloe. Alles klar, dann geht's also los. Ja, Chloe hat also üble Kopfschmerzen und braucht dringend erstmal hier Morphin. Ja, dann also erstmal rauf aufs Bad. Ah, und jetzt sehe ich es ja schon gerade. Chloes neues Zimmer hier war ja eigentlich ursprünglich mal die Garage hier im Haus. Und jetzt, ja, schreibt uns erstmal Victoria, gucken wir mal ran. Okay. Max, alles cool? Wollte nur sicher gehen, weil du so schnell weg bist. Nathan macht sich auch Sorgen. Wenn du reden willst, sag Bescheid, Kay. Love you. Max, wenn du sauer bist, sag's mir einfach, Kay. Schweigen. Also, wenn du reden willst, meine Tür ist offen. Love you. Wir lieben dich aber nicht. Nur, dass du es weißt. Ja, okay. Und da vorne sitzt ja schon William am Küchentisch. Und ein Eiffelturm. Bonjour. That's great they finally went to Paris. Ah, cool. Ist sogar ein wichtiger Hinweis, den kann ich also gleich benutzen. Damn. This is just for Chloe's basic supplies. Boah, das ist übel. Cronenberg medizinische Versorgung. Rockcastle, Oregon. Rechnungsdatum 30.03.2013. Summe überfällige Zahlung $8.587. Ach du heilige Scheiße. Von dem Geld könnte man sich sogar einen guten Gebrauchten kaufen. Ah, so sieht das aus. Gut, können wir sogar auch gleich mit William reden, aber zuerst einmal schaue ich hier mal nach. These whales are just a preview of the tornado to come. And the Prescott Foundation? Jesus. Okay, was haben wir hier? Arcadia Bay Leuchtturm, gestrandete Engel, Besichtigung der Wale. Während die Strände Arcadia Bays einst ein hinreißendes Tor zum Pazifik und weiter darstellten, werden Anwohner und Touristen nun Zeugen des traurigen und surrealen Bildes von Grauwalen, die unerklärlicherweise an Land schwammen und dort verendeten. Die Walherde wurde am frühen Morgen am Mittwoch, den 9. Oktober entdeckt und binnen weniger Stunden fand sich mindestens ein halbes Dutzend toter oder sterbender Tiere am Strand. Handyvideos zeigen kein ungewöhnliches Verhalten des Ozeans und übermäßige Verschmutzung. Unterdessen untersuchen Ökologen und Meeresbiologen aus dem ganzen Land sorgfältig Proben der Wale und der Umgebung. Die Prescott Foundation hat zusätzliche Fördergelder für die Forschung in Aussicht gestellt, um dieses lokale Umweltmysterium zu ergründen. Rachel Amber is even missing in this reality. I guess I can't change everything. Ja, das hatten wir uns ja schon gedacht, dass Rachel ja diejenige war, die vermisst wird. Suche nach beliebter Schülerin geht weiter. Die preisgekrönte Blackwell-Studentin Rachel Amber wird seit nunmehr 6 Monaten vermisst. Familie und Freunde haben die Suche nach der 18-jährigen Einwohnerin von Arcadia Bay ausgeweitet. Der Polizei und dem FBI stehen nur wenige Hinweise und Informationen zu dem Fall zur Verfügung, was die Aufmerksamkeit der nationalen Reality-Show Wo bist du? Erregt hat. Die Amber-Familie hat eine Belohnung für jede Information ausgerufen, die Hinweise auf den Verbleib ihrer Tochter gibt. Für weitere Details kontaktieren Sie bitte help@findrachelamber.org. Oh ja. Wissen wir alles Bescheid. Und hier ist noch ein Papier, eine Rechnung. They might get their own home taken away because of medical bills.
That's terrible. Sehr geehrter Mr. Price, mit diesem Schreiben möchten wir Sie darüber informieren, dass Sie im Verzug Ihrer Beitragszahlungen für Ihre Hypothek sind. Konto #783. Das Konto hält den Betrag von $12.000 zu zahlen bis zum 1. August 2013. Sie sind in Zahlungsrückstand seit dem 1. März 2009 und Sie haben mehrere Aufforderungen ignoriert, die Zahlungen zu begleichen oder Ihre Schulden zu rekonsolidieren. Sofern nicht der volle Betrag von $12.000 innerhalb der nächsten 15 Tage beglichen ist, müssen wir Ihr Haus zur Zwangsvollstreckung freigeben. Wir haben Sie mehr als angemessen auf diesen Sachverhalt hingewiesen und uns bleibt keine andere Möglichkeit. Mit freundlichen Grüßen, Donald Clamp Landers. Oh shit. Was haben wir da bloß angerichtet? Hey, William. Am I bothering you? Why, yes, Max. I love going through bills. Kidding. How can you bother me? I haven't seen you in forever. I know. You look exactly the same. It's so cool. Good. Or I'd be scared if I didn't look like me. Of course, you seem more adult now. So what's on your mind? Tja, gute Frage. Wir können ja ein bisschen reden. Warum nicht eigentlich ja gleich mit dem Trip nach Paris? So you finally made it to Paris. Oui, as they say. Not me, because I can't speak French. But it was a great experience, especially for Chloe. I can see her loving it there. You guys rock for going on a family adventure like that. She talked about going to school there, but that's not practical anymore. It's not fair, Max. Ja, wem sagst du das? I was impressed by Chloe's room and all the high-tech equipment. You should be. We could buy a few mansions for what it all costs. The insurance helps, but I don't know, Max. I know it must be hard on you guys, financially. These bills are more like crushing. We have to mortgage our home, and that's pretty scary. But we'll get through it. Price is always right. Get it? No? Doch, ich hab's kapiert, aber trotzdem, so gut war der nicht. I don't know how to say this, but I'm truly sorry about what happened to Chloe. Me too. All it takes is a few minutes to change a girl's whole life. But she's alive. And she's been a trooper. Das stimmt. She is amazing. I'm so glad you're here to help her. And be her father. I'm so glad Joyce is here to help us both. Max, I just hate to think of what would happen to Chloe if I wasn't here. William, I just want you to know that whatever happens, I'll always be here for Chloe. Always. I know you will, Max. Being around you and Joyce again is so nostalgic. Very old school, as they say. I think it's great for Chloe to see you. Makes Joyce happy, too. So, it's not all bad news in Arcadia Bay. Or is it? Nicht unbedingt. Ja, wenn man daran denkt. Rachel Amber zum I was Beispiel. reading about that missing girl. Rachel Amber. Oh, yes, she went to Blackwell, right? Oh, poor thing. That's a real nightmare for a family. I get scared thinking about Chloe and that we might lose her someday. Denk bloß nicht daran. What do you think is going on with all of this crazy weather and animals dying? Nobody knows, right? It is Nostradamus type shit, pardon my French. But all I actually care about now is Chloe and Joyce. My family. The Prescott family might be bad news. What do you think about them? Evil. Next question? Sounds like you know them well. More than I want to. But Joyce has to work for those greedy bastards at Pan Estates. I don't even like to think about it. I have to go see if Chloe needs anything. It was so great talking with you again. You act like it's the last time. And please, keep me from these bills whenever you want. Ja, gerne doch. Alles klar. Da haben wir echt eine Menge Interessantes herausgefunden. Zum Beispiel, dass Joyce ja jetzt inzwischen auch hier in dieser Zeitschiene für die Prescotts arbeitet. No change to spare anymore. Now it's back to cookies. Kekse sind auch toll. Joyce is a food coupon boss.
Tja, was willst du da jetzt auch machen? Wenn du ja jetzt kaum Geld hast, musst du natürlich auf Rabattmarken zurückgreifen. Okay. Ja, ansonsten sieht natürlich alles hier genauso aus wie immer. Schicker Kühlschrank. Eigentlich alles so, wie es sein soll. Gut, alles klar. Hier liegen auch noch haufenweise Rechnungen und so ein Zeug rum. They're drowning in debt. Just to take care of their daughter. Such bullshit. Ja, da sagst du ja was. Happy Credit Card Services. Sehr geehrter Mr. und Mrs. Price. Ihr Gemeinschaftskonto wurde geschlossen und ist nun seit 6 Monaten in Zahlungsverzug. Bitte übersenden Sie einen Scheck oder eine Überweisung von über $3.458 zu zahlen an Happy Credits Card. Mit freundlichen Grüßen, Ace HCC Services. Oh Gott, das ist übel. Dann hier noch. Arcadia Bay physische Rehabilitation. Sehr geehrte Mrs. Price, aufgrund Ihres derzeitigen Zustands und staatlichen Kürzungen bedauern wir es, Ihnen mitteilen zu müssen, dass Ihre Krankenversicherung Chloes Reha nicht länger deckt. Für die wöchentliche Rate von $1.250 können wir Chloes Behandlung fortführen. Übel. Jetzt wollen sie ja natürlich auch hier die Reha hier anscheinend jetzt hier dicht machen. Garagenflohmarkt, 44 Cedar Avenue, Samstag von 7 bis 15 Uhr. Möbel, Kleidung, Küchenutensilien. Na toll. Ist hier sonst wenigstens noch was? Erstmal hier noch die ganzen Fotos. Haben wir uns ja auch alles schon angeschaut. Wenigstens ist das immer noch dasselbe geblieben. Alles klar. Dann gehen wir erstmal nach oben und werden uns die Morphinspritze holen. Bevor Chloe hier noch der Schädel vor lauter Schmerzen explodiert. Oder, warte mal. Was ist hier It's noch? all about you, Arcadia Bay, isn't it? Ja, sieht wohl ganz so aus. Okay, hier können wir sogar auch noch rein. Denn da vorne sitzt ja auf dem Bett Joyce. Max, it is so nice to have you around. Ja, finde ich auch. Look at them. They have no idea what's in their future. Mhm. Okay, das ist also noch ein ziemlich altes Foto. Was haben wir hier noch? That is such a sweet shot of Chloe. I wonder who took the picture. Wahrscheinlich William. Oder vielleicht du und du kannst dich nur nicht daran erinnern. William is trying so hard. He's still awesome. Super Dad, sei der Held der Familie, Dr. Bill. Cool. So, was haben wir hier noch so alles? Ein bisschen umgeräumt haben sie hier sogar auch etwas. Oh no. I didn't realize how bad Chloe's injury really was. Was steht hier? Arcadia Bay Spinal Center. Sehr geehrte Mr. und Mrs. Price. Wie letzte Woche besprochen, zeigt Chloes Respirationssystem Anzeichen von schnellen Leistungsversagen. Das ist die Ursache für ihre derzeitige Blutarmut und Atemnot. Als Arzt bin ich Ihrem Wohlergehen verpflichtet, doch ich möchte, dass Sie sich der Situation vollends bewusst sind. Der Ausfall der Atemorgane ist typisch bei Menschen mit schweren Wirbelsäulenverletzungen. Ihre Tochter ist eine der mutigsten und stärksten Patientinnen, die ich jemals hatte, und ich bin stolz, mit ihr zu arbeiten. Ich möchte nur, dass Sie als Eltern auf alle Eventualitäten vorbereitet sind. Ich glaube, Chloe sollte ebenfalls über die Veränderung ihres Zustands unterrichtet werden. Falls Sie dies weitergehend besprechen möchten, kontaktieren Sie mich jederzeit. Mit freundlichen Grüßen, Dr. Anthem Vibes. Ach du Heilige, das klingt ja gar nicht so übel, was ich hier lese. Wenn das ja jetzt eigentlich stimmt, was hier so steht, dann heißt es ja mit anderen Worten, dass Chloe ja nicht mehr viel Zeit bleibt. Ach herrje. It's good for Zigaretten? Joyce used to hate smokers in the diner. Ach du Scheiße. Joyce is already a supermom. Superman. Leite die Familie, Dr. Bill. Oh Mann. Zigaretten, also. Joyce hat also angefangen zu rauchen aus lauter Frust. Und ja, wer weiß, wie das noch enden wird. Good morning, Max. Oh, you and Chloe are so much quieter now than when you were kids. I remember. It's nice waking up in your house again. Oh, William and I love it. Finally seeing you and Chloe together after all these years. After the accident. Red nicht darüber. I have to tell you how much I love seeing you and William together again. He's been such a hero through all this. Chloe and I, lucky to have him.
ist wahr. Chloe and William seem like they still get along so good. Yeah, those two are closer now more than ever. Chloe will actually listen to William, while she usually ignores me. Oh, it's so cute when they gang up on poor old me. You rule, Joyce. Shit, things would be different if I did. I like how you think, kid. How are you doing, Joyce? I'm doing the best I can, Max. I won't lie, it's difficult, but nobody said life was easy here in Arcadia Bay. Das stimmt allerdings. Plus, you guys have to work, too. Bill and I have no time for ourselves. And we're working more than we're living. I even had to take a part-time gig at Pan Estates. Ugh. Do you know the Prescotts? I know that Sean Prescott won't be happy until he owns everything in Arcadia Bay. Stay away from his son, Nathan. Ja, gute Idee. So, what do you think is going on here with all of this eco-havoc? Maybe Arcadia Bay just wants to be left alone. I know the feeling. Honestly, I don't give a shit about too much outside our house. I don't blame you, Joyce. Except now we have dead birds and beach whales outside our front door. So maybe I should care, for Chloe's sake. Do you know somebody named David Madsen? He, might hang out at the Two Whales. Well, that was random. Yeah, he's a bus driver. He comes in sometimes. Cute, quiet. Why? Oh, I was just curious. You always were. Nice to see that everything doesn't change. Das stimmt allerdings. I wish I was a better friend. I know Chloe doesn't get many visitors. Oh, Max, you're Chloe's best friend for a reason. You're here exactly when she needs you. I hope so. You guys do such an amazing job taking care of her. We can only do so much, and she gets damn sick of her parents. That's why it's so important you came to spend time with her. Max, Chloe's condition is not improving. Her respiratory system is very weak, and she... Do you know what I'm saying? Joyce. I'm so sorry you have to go through all this. Bad or good, I embrace every moment with my daughter and my husband. This is what it means to be a family, and we'll always be one, no matter what. I better get back to Chloe now. It's good talking with you, Joyce. You too, honey. Ja, Joyce weiß also anscheinend auch schon bereits, was auf Chloe noch so zukommen wird. Ja, kein Wunder, sie hat ja diesen Brief ja auch gelesen. Und sie stellt sich ja schon so allmählich darauf ein. Gut, dann sind wir jetzt erstmal hier und ich mache erstmal hier das Licht an. Alles klar. Immerhin sind jetzt hier keine Vögel mehr hier im Haus. It's cool that Chloe uses natural medicine too. Okay, müssen wir erstmal hier ein bisschen Nothing rumsuchen. here. Ja, außer irgendwelche Tabletten, die wir allerdings nicht brauchen. Okay, hier ist noch ein Schrank. The bathroom looks almost the same. Just more medicine. Stimmt. Haufenweise Medikamente Here it is. und da ist es ja. I never thought I'd be delivering morphine to my best friend. Ja, wer hätte es gedacht. Gut, wir haben also die Spritze. How's it going, Time Tripper? Funny. I think I look older. Das liegt wahrscheinlich nur an den Klamotten. Na gut, dann sind wir ja immer noch hier. Chloe's door doesn't have a warning anymore. Chloes Zimmer. Ja, alles so leer hier. Hier liegt ein Poster. A blue butterfly? I'm sure this is a total coincidence. Gerade du solltest jetzt am besten wissen, dass sowas wie Zufälle jetzt hier anscheinend gar nicht mehr auftreten können. At least we never had to hide from Stepdouche. Das ist wahr.
Den hat es ja quasi hier nie gegeben. Also ich meine, David Madsen gibt es zwar noch, aber er hat mit der Familie an sich ja nichts zu tun. Er ist ja jetzt noch ein einfacher Busfahrer. Ich frage mich echt, wie das überhaupt zustande gekommen ist. Anstatt dass er weiterhin Security-Chef geworden ist. I guess we stopped growing up together. Das stimmt. Chloe. 2.12.2005, 11.07.2005, 2.03.2004, 24.03.2004. Okay, das sind eigentlich ja nur hier Chloes Maße. Also Max wurde hier irgendwie nicht mit abgestrichen. Okay, hier können wir uns sogar hinsetzen. Was ist das hier? Ein Brief. Williams Bruder. Hi Bill, tut mir leid, dass ich seit dem Unfall nicht in Kontakt geblieben bin. Die Arbeit stapelt sich und ich wurde nach Salt Lake City geschickt, um einen neuen Parkplatz zu beaufsichtigen. Heutzutage muss man dahin gehen, wo es Arbeit gibt. Ich wünschte, ich könnte dir einen größeren Check schicken, aber du weißt ja, wie es ist. Geld ist für jeden ein heikles Thema. Vielleicht kann ich euch nächsten Frühling mal besuchen. Gib Chloe und Joyce einen Kuss von mir. Halt durch, Billy. Dein Bruder Aaron. Okay, von dem haben wir ja wirklich nicht viel gehört. Und hier in der Kiste? Chloe always did love stomping around in her boots. Ja. Was ist hier? Toys? I kinda wanna open this and see what's in here. Ja. Na, lassen wir das mal lieber. Wir wollen hier nichts kaputt machen und Krücken. They bought crutches for Chloe, hoping she might walk again. Ja, immerhin. Der Gedanke ist, was zählt. Sie haben die Hoffnung zumindest nicht aufgegeben, aber die Realität sieht leider nun mal anders aus. Ich will jetzt hier echt nicht pessimistisch klingen, aber ich bin eben halt jetzt hier wirklich realistisch in diesem Sinne. Liebe Joyce, danke, dass du mich über Chloes Zustand auf den Laufenden hältst. Ich kann mir kaum vorstellen, was du und William durchmachen müsst. Es tut mir so leid, dass ich euch diesmal nichts leihen kann. Wie bei allen anderen auch, stehen mir meine eigenen Arztrechnungen bis zum Hals. Bitte überbringt Chloe eine Umarmung und die besten Grüße von mir. In Liebe, Tante Dorothy. Okay, ja, die Verwandten haben sich ja natürlich auch gesorgt. Und ich kann mich erstmal hier mal kurz hinsetzen. Das tue ich auch mal. I'm still overwhelmed by this new reality. And I feel so guilty for putting Chloe and her family through this. I could give Chloe the choice of keeping William alive, but that would be cruel. But then I see that they're a family again, and who am I to judge? Das ist absolut richtig. Es war eigentlich ja, wie ich finde, auch ein bisschen leichtsinnig einfach diese Entscheidung so zu treffen. Ich meine mal jetzt, ungeachtet dessen, was er jetzt eigentlich überhaupt für Konsequenzen damit nach sich gezogen hätte. Hätte Chloe das von Anfang an gewusst, also hätte Max ihr davon erzählt, dass es ihr wahrscheinlich möglich ist, die Geschichte so zu verändern, dass William überlebt, aber Chloe ja dafür im Gegenzug ja wahrscheinlich im Rollstuhl landen wird. Wer weiß, wie Chloe sich da entschieden hätte. Hätte sie dann aufgegeben zu laufen, nur damit ihr Vater leben konnte? Oder wer weiß. Ob sie es dann auch einfach tatsächlich so hingenommen hätte, dass sie dann wirklich jetzt einfach dafür jetzt akzeptiert hätte, dass sie dafür im Rollstuhl landen muss, nur damit ihr Vater jetzt diesen Autounfall überlebt. Tja, das ist echt eine schwierige Sache. Alles klar, dann gehen wir erstmal wieder nach unten. Chloe braucht ja unbedingt ihre Spritze. Ja, und William ist immer noch in seinen Rechnungen vertieft. They gave Chloe their giant expensive HD TV, and they use her shitty tube television. Das ist wahr. Diesen Fernseher hatte ja Chloe eigentlich ja normalerweise in ihrem Zimmer oben stehen. Aber jetzt, ja, hat sie diesen großen hier. Okay, wir können uns ja nochmal hier alle Sachen anschauen, aber das müssen wir ja nicht mehr. Das wird ja wahrscheinlich immer noch dasselbe hier erzählt. Obwohl, die Schubladen habe ich hier noch gar nicht angeschaut, oder? She has to use a lot of lotion to keep her blood circulating. Okay. Nothing but medical supplies. Naja, ich glaube, in diesem Zimmer findest du auch, glaube ich, nichts anderes.
Chloe was a straight A student. She could have gone to any college. What a bastard. I totally should have let Chloe steal your bullshit fund. Even if it wasn't another reality. Okay, das sehe ich mir gleich mal an. Aber erstmal hier Chloes Zeugnis. Der Blackwell Academy Preis Chloe Sport 1, Kunst 1, Sozialkunde 1, Alltagskomposition, weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt so heißt, eine 1, Medizin und Gesundheit 1, Mathematik 1, Wissenschaft 1. Wow. Ist echt wahr. Okay, was haben wir hier noch? Blackwell Academy, 8. August 2011. Sehr geehrter Mr. und Mrs. Price. Als Direktor habe ich vollstes Verständnis für Ihre zahlreichen Bitten bezüglich Chloes spezieller Bedürfnisse in Anbetracht ihres Rollstuhls und Erreichbarkeit des Unterrichts und so weiter. Die Blackwell ist stolz, jeden Studenten mit Behinderung volle Unterstützung im Rahmen des American with Disabilities Gesetzes zu ermöglichen. Da jedoch das Universitätsgelände und die Gebäude vor 1977 erbaut wurden, hat unsere Schule noch keine moderne Renovierung erhalten, die nötig wäre, all die Bedürfnisse ihrer Tochter und ihres unglücklichen Zustands zu erfüllen. Leider wird es nach den jüngsten Ereignissen Sparmaßnahmen deutlich mehr Spendengelder bedürfen, um die Blackwell Academy vollständig aufzurüsten. Aber dieser Tag wird kommen. Chloe ist ohne Zweifel eine fantastische Studentin mit einem immensen Potenzial, trotz ihres Handicaps. Und ich bin sicher, sie wird eine geeignetere und lohnende schulische Umgebung am H. West Miskatonic Institute in Bolton vorfinden. Sie haben eine beeindruckende Bandbreite beeinträchtigender Absolventen und ich weiß, Chloe würde gerne ihre akademischen Leistungen in einer komfortableren Umgebung fortsetzen. Mit ihrem herausragenden Notenschnitt gibt es keinen Zweifel, dass Miskatonic Chloe mit offenen Armen empfangen würde. Ich hoffe, Sie werden diesen Vorschlag in Erwägung ziehen, denn ich bin sicher, Ihre Tochter würde eine Schule bevorzugen, die ihren vielen Bedürfnissen gerecht wird. In diesem Sinne habe ich Broschüren anderer möglicher Schulen in der Oregon-Region beigelegt. Sollten Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie bitte mein Büro. Hochachtungsvoll, Direktor Wells. Ja. Im Ernst. Hätte Chloe vielleicht wirklich mal klauen sollen, den Typen. Was ist da noch? Warte mal. Habe ich die angeschaut? They're still a happy family again. Stimmt, Chloe lächelt sogar. It's cool that in this reality, Chloe really loves skating too. Okay, Boards nur für Skater, Treeflap oder Absturz, Poser-Alarm, neue Anti-Skate-Gesetze. Das ist fies. Okay, die habe ich mir dann jetzt also auch endlich mal angeschaut und ja, mehr ist dann wohl anscheinend auch gar nichts. Gut, dann ja, reden wir mal mit Chloe und sagen ihr Bescheid. That must be her mighty morphine machine. Ja, sieht wohl so aus. No more bongs for her. Give me the blue pill. I'm sorry. I'm nosy, but not precise. Go ahead and plug it right in. It's so easy. And painless. Okay, but get ready to yell for your folks if I screw up. Oh, trust me. I will. Of course, my pain just keeps getting worse. But you caught me on a good day. Max, I'm so grateful that I'm even able to hang out with you. See, I'm getting mushy. I'm already high. You're so adorable. Do you want anything else? Stop me if I'm being too emo. But can you grab one of the photo albums over there? I'd like to check out some old pictures of us when we were kids. Please. My diary is like emo ground zero. Plus, Max Caulfield does not pass up a photo op with Chloe Price. Ever. Alles klar, dann holen wir uns also mal ein Fotoalbum. Da liegt es ja sogar schon. Und wieder zurück zu Chloe, damit wir uns gemeinsam ein paar alte Fotos anschauen können. Is that okay? Perfect. Oh my god, look how little we are there. We look like toys. I remember that day by the lighthouse. My dad was pissed at us. He actually tried to give us a timeout. And you laughed at him. My dad would have banished me. Okay, wir können umblättern. Whoa, awesome picture. We look so badass in our pirate gear. We should have taken over Arcadia Bay when we had the chance.
There's still time for you. Oh man, there we are making pancakes. I love that shot of us. It's hard to believe my dad took that picture only 5 years ago. Literally seems like yesterday. I wish it was. Me too. This photo... Maybe I could... Listen, Max. My respiratory system is failing, and it's only getting worse. I've heard the doctors talking about it when they thought I was zonked out. So, I know I'm just putting off the inevitable while my parents suffer along, and I will too. This isn't how I want things to end. What? What are you saying? I'm saying that being with you again has been so special. I just wanted to feel like when we were kids running around Arcadia Bay and everything was possible, and you made me feel that way today. I want this time with you to be my last memory. Do you understand? Yes, I do. All you have to do is crank up the IV to 11. What? Das ist doch jetzt echt nicht dein Ernst. Chloe verlangt also allen Ernstes, dass wir sie mit einer Überdosis töten. Aber das ist echt heftig. Wir brauchen da erstmal noch ein bisschen Bedenkzeit. Chloe, I really don't know if I can do this. I had another friend who wanted to end it all, and I did everything I could to try and save her life. How can I be responsible for ending yours? I mean, there's gotta be another way. Max, you were there for your friend, no matter what. Now I'm asking you to help me the same way. I want to help you, Chloe, but I think my help is hurting. At least you have a choice. When you want to make a decision, you can just do it. Look at me. I'm at the mercy of everybody. For once, I want to make my own choice. The most important one of my life. Please. Help me, Max. Oh Mann. Das ist echt ziemlich viel, was sie da von uns verlangt. Aber ich kann sie ja natürlich verstehen. Ich meine, sie will jetzt eigentlich ja wirklich niemandem mehr zur Last fallen. Sie weiß ja so oder so, dass es mit ihr zu Ende geht, und wenn wir das hier einfach beschleunigen würden. Aber können wir das einfach tun? Ich meine, können wir einfach Max hier einfach so zur Mörderin machen? Auch wenn Chloe es will, auch wenn sie ja möchte, dass wir hier praktisch Sterbehilfe leisten. Ja, würde das ja natürlich ewig auf Max lasten. Aber dennoch. Chloe so zu sehen, wie sie leidet, wie ihre Eltern dadurch eigentlich ja auch drunter leiden müssen. Und sie, wie gesagt, sie will ja niemanden deswegen mehr zur Last fallen, und sie will ja auch diese Entscheidung selber treffen. Deswegen, ja, ich würde mal sagen, es ist das Richtige, einfach diesen Wunsch zu erfüllen, anstatt dass sie dann ewig sauer auf uns wäre bis zu ihrem Ende. Also, Chloe. I'll just drift asleep, dreaming of us here together. Forever. Thank you so much. I'm so proud of you for following your dreams. Don't forget about me. Never. I love you, Max. See you around.
sooner than you think. Ja. Damit ging es also so zu Ende. Und jetzt bleibt ja eigentlich im Prinzip nur noch eine Sache zu tun, um zu verhindern, dass sowas überhaupt hier eintritt. Haben wir wohl keine andere Wahl. I'm sorry, William. Also werden wir es doch mal wieder machen müssen. So, jetzt haben wir es. Someday Dad'll get one of them newfangled computers. I hope the flash didn't scare you, Max. This is a keeper. Hello? Hey, honey. What? Oh, I didn't know you had to get groceries. Of course I'll come pick you up. Shit, where are my keys? That's $1 for the swear jar. You mean your college fund? Aha! You can't hide from me forever. And no Chloe and Max wine tasting session. Dad. Don't blow it, because tonight your mother promised to make us a world-famous salmon surprise with chocolate cake for dessert. Max, you'll be here too, right? She's never leaving me. That makes all of us. Max, you are being so fucking strange. Like you're never gonna see us again. Chloe, I'm so sorry. I tried to make things different for you. I did try. I'm sorry. I don't know exactly what you're talking about, but come on. You have made things different, like my whole life. You're my best friend. I've got you and a great family. What's to be sorry for? We'll be best friends forever. And when we grow up, we're taking over the world. Listen, whatever happens, I want you to be strong. Even if you feel like I wasn't there for you. Because I will never abandon you, Chloe. I'll always have your back. Always. Ja, und jetzt wird alles wieder in die ursprüngliche Richtung gelenkt. William stirbt und wird beerdigt. Chloe hat ihre Phasen, wo sie unter anderem wegläuft. Joyce heiratet David. Ja. Chloe rastet an ihrem Geburtstag voll aus. Aber immerhin kann sie mit Rachel abhängen. Nun, ja, kommt erstmal noch alles so, wie es vorher passiert ist. Beziehungsweise, was jetzt eigentlich ja jetzt in der ursprünglichen Zeitschiene alles passiert ist.